Viele fragen sich, wie nach dem Wegzug aus Deutschland Kapitalerträge eigentlich zu besteuern sind, und damit wollen wir uns in diesem Video befassen. Wer ins Ausland umzieht, möglicherweise ins steuergünstige Ausland, der hat ja auch oft Kapitalerträge und freut sich schon darauf, dass er dann viel weniger Steuern auf diese Kapitalerträge bezahlen muss und möglicherweise sogar gar keine Steuern bezahlen muss, wenn er ins richtige Land umzieht. Aber macht man hier vielleicht die Rechnung ohne den Wirt? Gibt es Fälle, wo man zum Beispiel noch in Deutschland Steuern auf diese Kapitalerträge bezahlen muss, selbst wenn man schon lange aus Deutschland weggezogen ist? Nun, hier muss man sich zunächst anschauen, was eigentlich passiert, wenn man Deutschland verlässt. Die unbeschränkte Steuerpflicht endet dann in Deutschland. Man ist dann möglicherweise nur noch beschränkt steuerpflichtig in Deutschland. Das heißt ganz klar auf deutsche Einkünfte. Dazu zählen zum Beispiel deutsche Renten, dazu zählen zum Beispiel Einkünfte aus deutschen Immobilien, Veräußerung, Vermietung, Verpachtung. Dazu zählen zum Beispiel auch Zinsen, die zum Beispiel aus einem Darlehen stammen, was mit deutschen Immobilien besichert ist. Ganz klar fallen darunter zum Beispiel auch Veräußerungen von Beteiligungen an deutschen Unternehmen über 1%. Besitzt du also zum Beispiel 25% an einer deutschen GmbH und ziehst ins Ausland um, dann bist du auch noch nach 10 Jahren auf die Veräußerung dieser 25% dann in Deutschland steuerpflichtig, sollte es mal irgendwann hier zu einem Verkauf des Unternehmens kommen. Hier gilt alles über 1% letztlich dann als steuerpflichtig in Deutschland, Streubesitz aber normalerweise nicht. So, was zählt noch nicht darunter? Nun eigentlich fast alle anderen Kapitalerträge. Bekommst du also zum Beispiel Dividenden, dann sind diese auch nach dem Wegzug aus Deutschland nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig. Wichtig bei Dividenden, es gibt meistens eine Quellensteuer. Die kann empfindlich hoch sein. In der Schweiz zum Beispiel 35%. Lebst du in einem steuergünstigen Land, wo du Auslandseinkünfte nicht versteuern musst, bleibst du auf diesen Quellensteuern in der Regel sitzen. Ja. Hier gibt es Quellensteuern ja in vielen Ländern, also von USA über Deutschland, Schweiz, haben wir gerade eben schon erwähnt. Hier macht es Sinn, möglicherweise Aktien zu erwerben aus Ländern, die keine Quellensteuer erheben. Dazu zählt zum Beispiel der UK. Hast du also zum Beispiel Unilever-Aktien oder Shell oder sowas, dann fällt keine Quellensteuer an. Auch Zinseinkünfte übrigens sind nicht in Deutschland zu versteuern, wenn du Deutschland verlassen hast, mit Ausnahme von Zinsen, die aus durch deutsche Immobilien besicherte Darlehen stammen. Sagen wir mal also, du hast nun ein Depot und dieses Depot ist in Deutschland und in diesem Depot befinden sich alle möglichen Aktien, deutsche Aktien, amerikanische Aktien, englische Aktien, französische Aktien, Schweizer Aktien, und dann verlässt du Deutschland, du behältst aber dieses deutsche Depot und veräußerst dann diese Aktien, dann sind diese Veräußerungserlöse nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig, sondern in deinem neuen Wohnsitzland. Wenn jetzt dein neues Wohnsitzland solche Einkünfte hier bevorzugt versteuert, wir wissen ja zum Beispiel, in der Schweiz sind Veräußerungserlöse steuerfrei, dann hast du Glück und musst darauf in Deutschland keine Steuern mehr auf diese Veräußerungserlöse bezahlen. Es gibt keine Wegzugsteuer bei Aktien im Streubesitz. In Österreich übrigens gibt es das, also unsere österreichischen Freunde müssen dann leider beim Wegzug bluten, aber in Deutschland gibt es eine solche Wegzugsbesteuerung nicht, und auch wie gesagt, nach dem Verlassen Deutschlands bist du eben dann für die Veräußerungserlöse grundsätzlich in Deutschland nicht mehr steuerpflichtig. So, jetzt habe ich gesagt grundsätzlich, denn es gibt eine große Ausnahme. Fällst du unter die sogenannte erweitert beschränkte Steuerpflicht, dann sind auch nach deinem Wegzug aus Deutschland Veräußerungserlöse aus deutschen Aktien in Deutschland zu versteuern. Wohlgemerkt nur deutsche Aktien. Also, wir sagen, du hast ein Depot und in diesem Depot befinden sich amerikanische Aktien, deutsche Aktien, französische Aktien. Du ziehst nach Monaco um, ein Niedrigsteuergebiet, mit dem Deutschland kein Doppelsteuerungsabkommen hat. Dann kannst du sämtliche Aktien in deinem Depot steuerfrei veräußern. Du zahlst auf den Veräußerungsgewinn keine Steuern in Deutschland und in Monaco natürlich auch nicht. Aber die Veräußerungserlöse auf die deutschen Aktien, selbst wenn du nur 3 Mercedes-Aktien hast, sind in Deutschland zu versteuern. Also, was ich vorhin gesagt habe, dass ein Aktienbesitz von weniger als 1% Beteiligung an einem deutschen Unternehmen
nicht zu einer Besteuerung führt, wenn du Deutschland verlassen hast, gilt eben dann nicht mehr. So, wer fällt nun unter diese erweitert beschränkte Steuerpflicht? Hier haben wir ja schon verschiedene Videos gemacht. Ich gehe jetzt hier nicht zu sehr ins Detail, aber grundsätzlich betrifft sie jeden deutschen Staatsbürger, der in ein Niedrigsteuerland umzieht. Ein Niedrigsteuerland ist ein Land, um es ganz kurz zusammenzufassen, in welchem die Besteuerung ungefähr ein Drittel tiefer ist als in Deutschland bei einem Referenzeinkommen von 77.000 Euro. Dazu zählt natürlich Monaco, Dubai und viele andere Länder auch dazu. Viele Länder zählen aber nicht dazu. Eine weitere Bedingung ist, damit man unter diese Steuerpflicht fällt, unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht, ist, dass man noch wirtschaftliche Interessen in Deutschland hat. Dazu zählen zum Beispiel deutsche Immobilien, dazu zählen zum Beispiel Beteiligungen an deutschen Unternehmen, dazu zählen zum Beispiel auch deutsche Bankkonten und Depots mit einem bestimmten Guthaben. Ziehst du also nach Monaco um und du hast weder in Deutschland Immobilien, noch Beteiligungen an Unternehmen, noch Depots, noch Konten in Deutschland, dann fällst du normalerweise nicht unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht, wenn du in Monaco wohnst. Hier gibt es jetzt auch wieder eine ganz große Ausnahme. Hast du jetzt noch gewerbliche Einkünfte nach deinem Wegzug, die nicht einer bestimmten Betriebsstätte zuzuordnen sind, fällst du auch unter diese erweitert beschränkte Steuerpflicht. Und das betrifft nun vor allen Dingen digitale Nomaden und Perpetual Travelers. Ziehst du nämlich aus Deutschland weg und bist danach wohnsitzlos, dann gilt, dass du in ein Niedrigsteuerland umgezogen bist. Bist du also Perpetual Traveler oder digital Nomade und hast dann eine US-LLC zum Beispiel, mit der du Leistungen an Kunden abrechnest, irgendwo auf der Welt, muss nicht Deutschland sein, dann hast du sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte und hast damit wiederum wirtschaftliche Interessen in Deutschland. Zunächst sind diese Einkünfte in Deutschland zu versteuern, aber wichtig für dieses Video, in diesem Fall, das heißt also für alle Perpetual Travelers und digitale Nomaden, gilt, auch sämtliche Veräußerungserlöse von deutschen Aktien zum Beispiel, egal in welcher Höhe, sind dann auch wiederum in Deutschland zu versteuern, wenn du unter diese Regelung fällst. Kryptos sind natürlich auch Kapitalerträge. Wir haben zum Thema Krypto ein separates Video gemacht. Deswegen will ich jetzt hier nur ganz kurz auf das Thema Krypto eingehen. Das Problem mit Kryptos im Kontext der erweitert beschränkten Steuerpflicht ist, dass diese Kryptos nicht klar einem Land zuzuordnen sind. Die Kryptos sind ja irgendwo auf der Blockchain. Die Blockchain ist dezentral. Man kann also jetzt nicht ganz klar sagen, diese Kryptos befinden sich jetzt in der Schweiz, in Frankreich, in den USA oder wo auch immer. Es ist ungeklärt. Das hat auch der deutsche Gesetzgeber zum Teil bestätigt in seinem BMF-Schreiben aus 2022. Das heißt nun, bei privaten Veräußerungsgeschäften fällst du auch weiterhin unter die deutsche Steuerpflicht, wenn diese nicht ganz klar einem Land im Ausland zuzuordnen sind. Deswegen gilt auch bei Kryptowährungen, dass man hier sehr aufpassen muss, wenn man eben unter diese erweiterte, beschränkte Steuerpflicht fällt. Jetzt könntest du dich vielleicht fragen, woher weiß denn überhaupt mein Finanzamt, dass ich in einem Niedrigsteuerland bin, dass ich digital Nomade bin? Ich habe das bei der Abmeldung nirgendwo angegeben. Nun, hier gibt es ein Formular, was du deiner letzten Steuererklärung zuzufügen hast, das sogenannte Formular WAST, was wir jetzt mal aufmachen werden. Hier habe ich das Formular WAST offen für die Steuererklärung 2023. Hier gibt es im zweiten Abschnitt, dem Abschnitt bei Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht, eine ganz klare Frage zu einem niedrig besteuerten Gebiet, nämlich hier Frage 10: Im Zeitraum zwischen Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht bis zur Abgabe der Einkommensteuererklärung lag mein Wohnsitz zumindest zeitweise in einem niedrig besteuerten Gebiet. So, dann müsste man hier Ja ankreuzen und eben, wenn du Perpetual Traveler oder digital Nomade bist und keinen Wohnsitz hast, dann müsstest du hier ebenfalls Ja ankreuzen. Denn wie gesagt, dann giltst du auch als in ein Niedrigsteuerland verzogen. Ein ganz wichtiger Punkt hier: Ziehst du in ein niedrig besteuerndes Land um, zum Beispiel Zypern oder Malta, welches ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland hat, dann gilt in den meisten Fällen die erweitert beschränkte Steuerpflicht nicht. Man muss dann eben ins Abkommen schauen, welche Besteuerungsrechte Deutschland hier hat. Aber es geht im Wesentlichen um Länder eben, mit denen es kein DBA gibt. Also zum Beispiel Monaco, Dubai
und ähnliche Länder und Gebiete oder eben, wenn man wohnsitzlos ist. Also nochmal zusammenfassend, Kapitalerträge, wenn du Deutschland verlassen hast, sind normalerweise nicht mehr in Deutschland zu versteuern. Das heißt, auch wenn du ein großes Depot hast und in diesem Depot gibt es hohe unrealisierte Werte, dann kannst du ins Ausland umziehen, diese Aktien verkaufen und musst die Veräußerungserlöse nicht in Deutschland versteuern. Auch für Dividenden, Zinsen und andere Erträge hat Deutschland normalerweise kein Besteuerungsrecht. Das Gleiche gilt auch für Einkünfte aus Kryptowährungen. Aber ganz wichtig, fällst du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht, gemäß den Regelungen, die wir hier besprochen haben, dann besteht möglicherweise in Deutschland ein Besteuerungsrecht. Zumindest besteht dann deine Pflicht, dich zu rechtfertigen, dass diese Einkünfte tatsächlich ausländische Einkünfte sind und somit nicht mehr unter die deutsche Steuerpflicht fallen. Erinnere dich, du musst ja noch 10 Jahre lang eine Steuererklärung dann in Deutschland einreichen, musst dann also genau erklären, was ist ausländisch, was ist inländisch. Und dieses Risiko möchtest du ja wohl weitestgehend vermeiden. Also, um die erweitert beschränkte Steuerpflicht zu vermeiden, ist es am besten eben für dich, in ein Land umzuziehen, was ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland hat und auf jeden Fall einen festen Wohnsitz irgendwo zu haben. Ein Perpetual Traveler Status oder Status als digitaler Nomade ohne Wohnsitz ist schon seit dem 01.01.2009 nicht mehr mit dem deutschen Recht kompatibel. Wenn du ins Ausland umziehen möchtest und deine steuerliche Situation optimieren möchtest, dann würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Den Link packe ich hier in die Beschreibung mit rein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich zu optimieren, neues Vermögen aufzubauen und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich zu unserer Mandantschaft zählen zu dürfen und dich bald kennenzulernen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.